Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten in die Woche. Natürlich jetzt mit Gartenarbeit. Also es wird hier wieder viel Garten-Content geben. Denn es ist jetzt genau, Hikmet hat geguckt, ne, dass da soll irgendwie die nächste Zeit jetzt nicht mehr unter 10 Grad in der Nacht sein. Und deswegen ist jetzt gut, alles einzupflanzen. Beziehungsweise er will jetzt auch nochmal die nächsten Tage einfach alles einpflanzen, obwohl er meinte, irgendwas wird er mir übrig lassen, weil er wieder in die Türkei muss. Seinem Vater geht es leider nicht so gut. Die Eltern, also seine Eltern leben ja in der Türkei, die sind nach der Rente wieder zurück in die Heimat und ja, leben dort, aber alle Kinder sind halt hier, was halt ein bisschen ja doof ist. Und ja, meine Schwiegereltern wollen halt ungern hierher wieder zurück, aber die müssen auf jeden Fall eine Lösung finden, weil so geht das nicht. Die sind jetzt in einem Alter, die werden krank und so ist es auch bei meinem Schwiegervater. Gehen sehr, sehr ungern zum Arzt und es ist natürlich richtig doof, wenn du halt, ja, weit weg wohnst und dich halt nicht darum kümmern kannst, um deine Eltern kümmern kannst. Deswegen geht er jetzt nochmal rüber. Ich weiß nicht, wie lange er da bleibt. Auf jeden Fall, ja, müssen wir uns dann um den Garten kümmern. Und ich habe ja keinen grünen Daumen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber ich habe ja gesagt, wir können mal viel FaceTime machen und so weiter über WhatsApp. Und dann wird er mir schon alles erklären. Ansonsten soll er eine Liste schreiben. Das kriegen wir schon hin mit der Bewässerung und so weiter. Das ja, aber er meinte, irgendwas muss ich noch einpflanzen, dann wahrscheinlich Gurken oder so, weil dafür ist es gerade noch ein bisschen zu früh. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt schaffen. Nächstes Projekt, wir waren vorhin im Baumarkt. Ich habe eigentlich meine Arbeitsplatte gesucht. Die haben wir ja hier vor 5, 6 Jahren. Ich habe ja meine Küche mitgenommen, aber ich habe mir eine neue Arbeitsplatte geholt gehabt. Ich wollte die gleiche, weil ich wollte hier an der Ecke, wo ich noch ein paar Küchengeräte hinstellen kann, weil das sammelt sich ja alles an, ne? Das ist ja schön, wenn man so Küchengeräte hat, die einem ja beim Kochen und so weiter helfen und unterstützen, aber ich habe nicht den Platz in der Küche. Vor allem, ich habe auf meinen Arbeitsflächen in der Küche auch gar keine Steckdosen. Dieses Haus überhaupt, ne? Dieses Haus überhaupt ist komisch gemacht. Nicht mal in den Bädern gibt es Steckdosen. Also dieses Haus hat sehr wenig Steckdosen. Ich habe in der ganzen Küche, in dieser ganzen L-Form, nur 2 Steckdosen, also Doppelsteckdosen und das nur in der Ecke. Ah ja, und daneben nochmal. Ecke und daneben direkt. Statt dass man noch, ach, naja, egal. Ist auf jeden Fall doof. Deswegen, ich habe nicht meine Arbeitsplatte gefunden. Der Verkäufer meinte, die Marke ist wohl komplett raus aus dem Sortiment. Gibt es nicht mehr. Haben wir von den Resten, ne, da gibt es ja mal so Reste-Zuschnitte, weil wir brauchen ja nicht viel, sondern so ein kleines Stück. Haben wir was von Resten geholt, eine Platte aus Holz, die mir Hikmet dann lasiert und dann hinmontiert. Mal gucken, wie das wird. Damit ich da auf jeden Fall, ich wollte mir nämlich meinen Airfryer da hinstellen. Ich habe ja schon seit einer Weile einen neuen Airfryer. Und es ist einfach so praktisch, den zu benutzen. Aber ich will halt nicht andauernd, das stelle ich es in die Küche und dann stelle ich es weg, weil mich das stört, wenn es hier auf diesem Tresen steht. Und dann muss ich das andauernd wegstellen und so weiter. Das nervt. Das braucht halt einen festen Platz, weil das benutzt man ja die ganze Zeit. Das ist ja richtig praktisch, weil so ein Airfryer einfach, da hast du immer schnell was gemacht, schnell was aufgewärmt und so weiter. Aber ja, man braucht halt den Platz, wie gesagt. Mal gucken. Es wird wahrscheinlich nicht so toll aussehen, aber ist mir jetzt auch egal. Es muss jetzt praktisch sein. Das steht jetzt erstmal an, die nächsten Tage. Mal gucken. Ansonsten, ja, Hausarbeit habe ich wie immer viel. Ich komme nicht hinterher. Ich mache jetzt Abendessen und ich muss euch unbedingt diesen Salat zeigen. Den habe ich mir letztens nur für mich eine kleine Portion gemacht und der war so lecker. Und alle anderen meinen, ey, wir wollen auch. Ich nenne ihn jetzt mal Proteinsalat, weil wir haben hier unter anderem Kichererbsen dabei, wir haben Lachs dabei. Dann habe ich ein Dressing gemacht, das ist ein Joghurt-Senf-Dressing. Was ich hier aber noch anders gemacht habe, ich habe Hälfte Joghurt, Hälfte Skyr genommen, weil Skyr ist ja auch nochmal ein bisschen proteinreicher. Dill habe ich drin, Petersilie, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Senf eben, Olivenöl. Und das war es auch schon. Und das ist ein sehr, sehr leckeres Dressing. Einfach schon zusammengemixt. Auf jeden Fall geht das super, super schnell. Vor allem, wenn ihr einen Airfryer habt. Ich bin gerade süchtig und mache mir jeden Tag im Airfryer Kartoffeln. Weil die werden so schön knusprig. Ich habe den neuen Airfryer von Cosori. Und zwar den Turbo Tower TM Pro. Und hier ist das Ganze richtig perfekt, weil hier drinnen könnt ihr euer ganzes Menü kochen. Das heißt, ihr könnt unten zum Beispiel eure Kartoffeln oder Süßkartoffeln oder was auch immer reinmachen. Ihr könnt dann euer Fleisch dazu geben und dann nochmal euer Gemüse oder andersrum oben das Fleisch, das Gemüse über den Kartoffeln und so weiter. Ihr habt hier super viele Möglichkeiten. Ich finde den mega. Vor allem wollte ich den haben, weil mit dem kann man dörren. Und ich wollte mir eigentlich einen Dörrautomat kaufen. Könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr? Da habe ich die ganze Zeit überlegt, was soll ich mir für einen holen? Da gab es so kleine, große und so weiter.
Denn ihr wisst ja, ne, viel Gemüse aus dem Garten und so weiter. Dann kann ich Kräuter hier drin trocknen. Tomaten auf jeden Fall. Ich wollte getrocknete Tomaten. Und das kann ich hier drin machen, weil hier habt ihr nicht nur eine Heißluftfritteuse. Ihr könnt hier braten, backen, grillen, aufwärmen, dörren und gären. Also das ist richtig praktisch. Und wie gesagt, es geht einfach super, super schnell. Wenn ich die Sachen halt in den Ofen mache, bis der Ofen sich vorgeheizt hat und bis alles fertig ist, dauert das immer sehr lange. So ist es natürlich einerseits energiesparender und geht super, super schnell, wenn die Kids sich was schnell machen wollen. Ich mache mir eben sehr gerne aktuell immer knusprige, entweder Kartoffeln oder Süßkartoffeln als Beilage. Und die sind einfach innerhalb von 8, 9 Minuten fertig. Ich habe hier jetzt Kartoffeln und Süßkartoffeln, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Und da gebe ich jetzt einfach so ein bisschen Kräuter der Provence dazu. Pfeffer und Salz. Und etwas Öl. Hier in das untere Fach mache ich jetzt erstmal meine Kartoffeln und Süßkartoffeln. Und hier beim Turbo Tower habt ihr nochmal die Beschichtung komplett aus Keramik. Also das für diejenigen, die da auf jeden Fall drauf achten. Viele Fritteusen haben leider keine gute Beschichtung, sind mit Teflon und so weiter. Hier habt ihr eine Vollkeramikbeschichtung. Könnt ihr hier nochmal so das Gitter drauf machen und dann lege ich mir hier den Lachs oben drüber. Hier mache ich jetzt auch ein bisschen Öl oben drauf. Das ist jetzt so ein Ölspray. Hier kann man natürlich auch schön das Fett sparen. Und dann mache ich hier noch so ein bisschen, das sind so Fischkräuter, Fischgewürz. Schon so eine fertige Kräutermischung. Das kann ich hier schon mal rein. Jetzt kann ich hier auswählen, oben, unten. Ich mache schon mal unten an. Ich mache einen Airfry. Hier könnt ihr die Temperatur einstellen. Ich mache jetzt mal 195 und dann können wir schon mal starten. Dann ein paar Kichererbsen mit roten Zwiebeln. Jetzt auch ein bisschen Öl, auch ein paar Gewürze, Salz und Pfeffer. Ich liebe die Kombination aus kalt und warm. Ich habe jetzt eben noch von vorgestern noch ein bisschen gekochten Quinoa. Ich mache das auch noch ein bisschen dazu. Könnt ihr aber auch weglassen. Wie gesagt, ich experimentiere da. Ich mache noch dies und das. Oh, ich habe jetzt gerade daran gedacht, noch oben noch Feta-Käse. Wäre auch noch nicht schlecht. Ich bin immer so, ich mag das immer richtig viele Sachen reinzuhauen. Hier im Twin Tower hatten wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir hier jetzt 3 Gerichte in einem. Also ihr könnt wirklich unten, könnt ihr euer Gemüse, darüber eure Proteine, ne, sei es Fisch oder Fleisch und dann zum Beispiel oben Kohlenhydrate, Kartoffeln. Und ich sag's euch, das wird so schön knusprig. Och, das ist so knackig. Das müsst ihr auch dann direkt essen, ne? Also nicht noch warten, sondern wirklich dann servieren. Ich habe nämlich noch den Dual Twin Fry. Den hatte ich als erstes, den habe ich die ganze Zeit benutzt. Den habe ich jetzt nochmal neu bekommen. Ich überlege jetzt, welchen ich mir hier hinstelle. Deswegen, ich brauche halt noch den Platz. Ne? Meine ganzen Küchengeräte habe ich euch ja erzählt. Dieser hier hat nämlich 10,8 Liter. Durch diese beiden Aufteilungen insgesamt halt 10,8 Liter Fassungsvermögen. Der Dual Blaze Twin Fry hat 10 Liter. Dort kann man auch nochmal ein Abteil reinsetzen. Dann kann man nämlich auch wie hier eben 2 verschiedene Zonen benutzen. Dann könnt ihr nämlich in der einen Hälfte auch zum Beispiel backen und in der anderen Hälfte dann eben die Airfry-Funktion nutzen oder wie auch immer die ganzen Funktionen da sind. Eben backen, braten und so weiter. Könnt ihr auch machen. Und deswegen weiß ich nicht, ich habe erstmal die ganze Zeit benutzt, aber die hat halt die längliche Form und der ist halt eben in die Höhe. Sagt mir mal, helft mir mal, für welche ich mich entscheiden soll. Hier ist nochmal fast 1 Liter mehr Fassungsvermögen. Ansonsten, wenn ihr nicht so ein Riesenteil braucht, ja, mit 10,8 Liter, das gleiche gibt es auch nochmal in 6 Liter, auch mit den ganzen unterschiedlichen Funktionen. Da riechst du wohl den Lachs, ne? Oh no. Hier komm, kriegst du ein kleines Stück ohne Gewürze.
kurz durchrühren und dann direkt servieren. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Das ist so, so lecker. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich verlinke euch die Cosori-Fritteusen in der Videobeschreibung. Die findet ihr immer unten. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und wir genießen unser Abendessen und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, Hikmet schafft es noch, die Platte noch hier zu montieren, bevor er wegfährt. Die fahren nämlich mit Auto in die Türkei, nicht fliegen wie letzte Mal. Denn ich brauche hier diesen Platz für meine Küchengeräte. Und wie gesagt, ich überlege noch, auch platztechnisch, ob ich die längliche oder den Turm behalte. Aber ich glaube, das ist so mein Favorite. Miriam hat hier parallel noch ihre Cookies gebacken. Die gibt es nämlich als Nachtisch. Das sind die Cookies aus dem Thermomix-Rezept. Die gelingen immer. Ah, guck mal, zeig mal hier. Oh, hat sich schon platziert. Hier. Die sehen aber diesmal richtig schön aus. Richtig wie so eine gekauften. Oh, die riechen gut. Zweite Ladung ist jetzt auch noch im Ofen. Die muss man immer aufpassen. Bei den Cookies muss man immer richtig aufpassen, dass sie nicht zu lange im Ofen sind. Also, wir lassen uns jetzt schmecken. Guten Morgen. So. Ich habe hier 4 Teige gemacht. Einmal Brötchen, jetzt zum Frühstück. Und einmal Vollkornbrote zum Backen für heute Abend. Weil das sind meine 24-Stunden-Teige. Da habt ihr ja 2 Brotrezepte schon in der Playlist Brote. Und hier habe ich jetzt 2 unterschiedliche Brötchen gemacht. Der Teig ist auf jeden Fall gut aufgegangen. Die sollten in den Kühlschrank. Der hatte jetzt aber 20 Gramm Hefe. Und der hatte 5 Gramm Hefe. Und der ist nicht so aufgegangen. Ich glaube, ich hätte den auch bei Raumtemperatur lassen sollen. Aber im Rezept stand im Kühlschrank. Ich glaube, die muss ich dann noch mal ein bisschen mehr ruhen lassen. Mal gucken. Ich werde mal sehen. Das eine ist der Teig Joghurt drin und Butter und Dinkelmehl, 630er. Hier haben wir jetzt Weizenmehl und ein Teil Roggenvollkorn. Also die Teige dehnen und falte ich und die kommen zur Seite. Die ruhen dann noch weiter bis heute Abend. Nicht wundern, ich glänze, so sieht man das überhaupt nicht. Ich bin neu aufgestanden, habe gerade meine Skincare-Routine gemacht. Ich bin ein bisschen K.O. Gestern viel Krafttraining gemacht. Deswegen, ich bin noch ein bisschen morgendliche Dings. Ich habe noch nicht mal Matcha getrunken. Ich muss erstmal meinen Matcha machen, aber ich will die Brötchen machen, weil ungefähr in einer Stunde kommt meine Mutter und die kommt zum Frühstück. Deswegen, let's go. Hikmet ist weg. Der ist auch schon in der Türkei angekommen. Der hat gestern angerufen, da waren die in Istanbul, dass die da noch übernachten. Und heute sind sie dann in Samsun. Ist er dann bei seinen Eltern, inshallah. Mit der Platte hat er jetzt nicht geschafft, aber es hat ja keine Eile. Machen wir im nächsten Video, nächste Woche. Nee, Quatsch, was für nächste Woche? Ich weiß ja nicht, wie lange der weg ist. Wenn er wieder da ist, machen wir die Platte. Okay, also, jetzt Frühstück. Ich habe auch gestern Abend schon ein paar Aufstriche vorbereitet. Ich habe einmal so einen Kichererbsen-Karotten-Aufstrich und diesen Auberginen-Aufstrich gemacht. Die sind beide sehr lecker. Also den Auberginen-Aufstrich, den mag meine Mama sehr, sehr gerne. Ich kümmere mich mal jetzt hier um die Teige. Und mache mir mal Matcha. Das war nicht im Kühlschrank, ne? So, meinen Ring hier ausziehen. Laut Rezept soll ich jetzt einfach den Teig ein bisschen bemehlen und dann mit einem Löffel einfach so ausstechen, sozusagen, und einfach so auf dem Backpapier raufgeben. Also das ist jetzt hier, wird halt nicht direkt irgendwie was geformt und nochmal gehen lassen oder so, sondern einfach direkt so mit einem Löffel. Es wären auch so unförmige Brötchen. Ach, keine Ahnung, was das für ein Teig wird. Was ist das für ein Rezept? Sollen das für Brötchen werden, bitte? Die sind doch zu klein. Ach.
so ungeformt. Ach Mensch, ich forme die lieber so ein bisschen. Das gefällt mir so nett. Mit dem Löffel. Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt lieber eine Kugel gemacht. So, ich will den Teig nicht so viel kneten, weil da ist ja jetzt so viel Luft drin und der soll ja eben gleich in den Backofen. Deswegen versuche ich es jetzt mal ein bisschen so zu machen, wie es sein soll. Okay, also an sich war das jetzt eigentlich ganz gut, diese Methode mit dem Löffel, dass man jetzt nicht nochmal so die Arbeitsfläche irgendwie dreckig macht oder so, aber ich habe die ja trotzdem halt ein bisschen mehr geformt. Deswegen decke ich die nochmal ab und lasse die ein bisschen ruhen. Ich überlege, ob ich die einfach nur bemehle oder ob ich da mein Bagel Seasoning drauf mache. Mal schauen, aber ich lasse die jetzt trotzdem mal noch ein bisschen in Ruhe, weil ich, wie gesagt, ich habe die ja ein bisschen geformt. Der Sinn hier hinter denen ist es ja eigentlich, dass man direkt mit dem Löffel so rauf macht. Ne, da ist ja die Luft noch im Teig drin. Ich mache jetzt so, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und die sollen ja irgendwie nur 20 Minuten backen, wobei ich habe meine auch ein bisschen größer gemacht. We will see. Hier. Nein. Du riechst, dass da Butter drin ist, ne? Im Teig. Ja, ja. So, hier soll ich das so ausbreiten und dann abschneiden. Und der muss auf jeden Fall ruhen. Der ist flach wie eine Flunder, der Teig. Ich weiß nicht. So, was machen wir denn jetzt? So, so, so. Ja. Und dann so und so. Ja. Ich glaube, so machen wir das. Warum nehme ich nicht mein scharfes Zeug? Ja. Was ist das? Das ist doch kein Brötchen, Tofu. Wir werden sehen, was das wird, Tofu. Das ist jetzt so Kichererbsen-Karottenaufstrich. Das ist schon so ein bisschen eine Art wie so ein Hummus. Aber ich finde das mit den Karotten ganz lecker, muss ich sagen. Ich habe davon noch mehr gemacht. Eine große Portion. Das war die kleine. Und das ist der Auberginen-Aufstrich mit Auberginen. Ja, das sagt ja Auberginen-Aufstrich mit Auberginen, ja. Davon habe ich auch mehr gemacht. Eine ganze Portion, auch damit meine Mutter sich den mitnehmen kann. Okay, Klopftest sagt, die sind durch. Super, die gefallen mir. Da würde ich einfach mal mit dem Mehl ein bisschen spielen, weil hier ist ja jetzt Weizenmehl und Roggen. Nächstes Mal vielleicht mal mit Dinkel oder mit Einkorn. Mal gucken, was aus diesen Platten flundern wird. Ich mache die jetzt in den Ofen. Normalerweise, ich glaube, ich hätte die jetzt noch mehr aufgehen lassen sollen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss die Brötchen backen. Wir werden sehen, was aus diesen flachen flundern wird. Ich denke mal, die gehen noch ein bisschen auf im Ofen. Das wird schon. Aber ich mache die jetzt einmal nass und mache Bagel Seasoning drauf. So, dann drücken wir mal die Daumen, dass das hier was wird. Oh, was für Brötchen auch. Naja, ein bisschen sind sie noch aufgegangen. Ja, mal gucken, wie die schmecken werden. Aber da war ja eben 5 Gramm Hefe. Ich hätte den nicht in den Kühlschrank. Der hätte an der Raumtemperatur bleiben sollen. Sieht ein bisschen aus wie Flatbread. Schneiden wir das Brötchen auf. Also außen knusprig. Habe ich schon. Ja, die sehen gut aus. Fluffig. Kann man machen. Gesagt. Oksana. Gerade diese Seite. Oh. Ja, habe ich doch gesagt, das ist lecker mit dem Bagel Seasoning. Ja, ich sag ja, dieses Bagel Seasoning, das schmeckt so lecker.
wenn das auf dem Brötchen drauf ist. Also die sind eben nicht so gut aufgegangen. Da ist eben 5 Gramm Hefe. Ich würde das eben so machen das nächste Mal, dass ich sie bei Raumtemperatur aufgehen lasse über Nacht. Nicht im Kühlschrank, weil, wie gesagt, zu wenig Hefe. Und meine Brotteige, die ich ja mache mit dem, da ist ja unter 1 Gramm Hefe. Und da lasse ich die auch bei Raumtemperatur. Weil geschmacklich sind die sehr, sehr lecker. Da ist ja Joghurt im Teig, Dinkelmehl 630er und Butter auch im Teig drin. Und vor allem mit dem Bagel Seasoning geschmacklich sehr, sehr lecker, nur eben nicht so aufgegangen. Aber da werde ich das nächste Mal nochmal anders machen. Ach da. Aber die hier, sehr, sehr köstlich. Versteckt. Sehr, sehr lecker. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Und mir die Spitze holen, die Spitze. Hikmet hat Ahmed angerufen aus der Türkei und sagt ihm, was er machen soll im Garten. Aber meine Ermittlung ist erst beendet, wenn ich einer Anaconda begegne, die groß genug ist, Jakie zdrowe te liście. A ta jaka ładna. Mutti ist da. Sie bewundert hier gerade den Garten. Wow, Ja, wir haben so schon schön. Salat gegessen. Heute Salat. Aber guck mal, wie gesund. Die Blätter und so nichts braun, nichts draußen. richtig warm. Ja, was nimmst du dir? Mutti? Da habe ich mir 3-mal Tomaten, ich weiß nicht welche, und 2-mal, ne, Tomaten weiße welche. Hatte mir Fleisch, Knoblauch, Tomate gegeben. Die 2, die weiß ich nicht, und die 2 Paprika, aber da weiß er auch nicht. Und sagte, nimm, aber ich weiß nicht. XXL Knoblauch, das hatte gesagt, soll ich einmal nehmen. Fleischtomate habe ich einmal genommen. Mini Strauchtomaten. Ah, dann klaue ich eine. Gut. Nimm dir noch einen Salat mit. Weil sie ja voll viel Salat schon eingepflanzt. Ach, das sind im Dings. Nein. Wo hatte du das? Nein, der ganze Hochbeet ist voll mit Echt? Salat. No. Dann nimm das ganze Ding. Gut. Hatte gesagt, soll ich Salat nehmen. No. Nee, der hat im Hochbeet ist auch voll viel Salat. Da hat er auch noch Rucola und so eingepflanzt. Hier sind noch Kräuter. Guck mal, das ist Zitronenmelisse. Das kann man auch schön Getränke draus machen. Salbei lebt auch schon seit ein paar Jahren. Und das ist dieses Maggi-Kraut. Ich vergesse das immer, dass das hier Das ist gut. Du kannst zu Suppen das benutzen. Ja. Richtig guter Geschmack macht das. Müssen gleich mal, sind versteckt, aber wir haben lauter rote Erdbeeren. Gleich mal ein paar pflücken und für heute Nachtisch machen. Oh mein Gott, ich sehe da schon so eine fette, saftige. Bevor ich die vergesse, habe ich keine. Guck mal hier die fette, saftige an. Oh mein Gott, ich habe schon probiert, die sind so lecker. Sieht man immer nicht wegen dem ganzen Grünzeug, wo die Erdbeeren sich verstecken. Aber ein paar kriegen wir schon zusammen, glaube ich. Meine Ernte. Deine Ernte. Ja, weil sonst habe ich keine Tomaten und keine Paprika. Sonst Rest da habe ich bis. Erdbeeren. No, ich hoch. Wow. Oh, hast du auch die Fette gefunden? Ja. Wow. Oh, Ameisen. Ach, die kann man mitessen, ein paar Proteine. Gucken wir. Testen. No. Oh mein Gott, sind die gut. Ja, das ist richtig gut. Ich habe auch schon getestet. Mm. Guck mal, hier hat er auch ein Dings, hier hat er Salat drin. Hier vorne. Und guck mal hier, das ist alles voll mit Salat. Wie viel Salat sollen wir denn essen? Wow. Wow. Guck mal, das ist hier Rucola, ne? Und hier ist alles Kopfsalat. Oh, richtig schön, Mann. Kiko ist wirklich ein guter Ja. Werk. Wollen wir jetzt die Weintrauben nicht vergessen und die grünen Erbsen sind in diesem Linkskasten drin, weißt du ja. Ja. Das kannst du auch richtig nass machen. Ja, dass das Wasser richtig einsaugt. Ja. Und das eine Gitter, was ich da gebaut habe, ist Himbeere. Die kannst du auch ruhig voll machen. Wir machen hier immer schöne Tauschhandel. Mutti bringt Sachen aus Polen. Wie gibt's Garten aus dem Garten? Hier einmal Bestellung. Schön fett Käse. Hikmet liebt ja den polnischen Käse. Ich natürlich auch, aber ich esse nicht so viel Käse. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, ne? Das sind jetzt fast 4,5 Kilo Käse. Ja, dann hier für Mutti ein bisschen diese Gemüsepaste. Lecker, lecker. Und, ja, ihr habt ja gesehen, ich habe ja die neue Kosori Heißluftfritteuse mit 10,8 Litern. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte mir eine selber gekauft vor
Das sind schon 2 Jährchen, wa? Genau, die gekauft und im Endeffekt habe ich die eben nicht viel benutzt, weil sie mir dann doch zu klein war. Ich weiß nicht mehr, wie viel Liter die hatte. Ich glaube 7 oder 8. Ja, die habe ich vielleicht... No, 2-mal benutzt. Nee, 2-mal nicht. Aber ich glaube nicht mehr wie 10-mal benutzt. No. Das ist dann ist halt dann schade, ne? Deswegen bin ich jetzt froh. Meine große werde ich jetzt benutzen und dafür kriegt die Mama, darf sich jetzt freuen, weil sie wollte auch eine haben. Mutti braucht das. Und jetzt kann sie sich die hier mitnehmen. Ne? Das, die Aubergine-Paste kriegst du. Ich nehme den Käse und schöne, guck mal, Mutti, schöne Wildblümchen hat sie mir mitgebracht. Die sind hübsch. Ja, die sind richtig hübsch. Sowas mag ich. Ich mag so Wildblumen. Was sind das? Margariten? Margariten. Heißt auch auf Deutsch, ja? Margariten. Ben sagte das in Margariten. Was? Oder auf Polnisch? Margariten? Ja. Auf Ja. Polnisch? Bin mir nicht sicher. Margaretki? Margaretki albo stokrotki. Stokrotki. Ah, Polnisch ist A to są iryski. Iriski. Und Deutsch? Iris? Iris, glaube ich. Iris. Sehr gut. Die Mutter fliegt die Schaltkörbchen. Mach doch mal. Sei nicht so empfindlich. Das ist mir zu viel Natural. Ja, Natur pur. Ich koche dann nur und verarbeite. Ja, Guck mal, hier ist der fette Versteckte alles. ja, versteckt. Obwohl, die ist noch nicht ganz so. Ich fall noch ins Gebüsch. Guck mal, hier alles versteckt ist. Ja, eine kleine Ausbeute haben wir hier. Einmal zum Naschen. Ich dachte, ich könnte jetzt einen Nachtisch machen, aber das ist eher Immerhin. zum Schnecken. Snacken, die Schnecken haben auch schon ein bisschen geschneckt. Mutti lacht gerade, sie sagt, vorhin hat ja Ahmed hier alles gegossen. Hikmet hatte ja über Telefon ihm gesagt, was er alles machen soll und so. Und sie meinte, danach, er hat halt weiter gegossen, aber Hikmet war nicht mehr am Telefon. Ne? Nee. Ja. Und sie sieht, Ahmed gießt da und die Mutter sagt so, was machst du denn da? Ja, ich gieße hier. Sie sagt, das ist doch Unkraut. Er sagte, das ist Nussbaum. Guck, seh. Der hat hier einfach hier das ganze Unkraut gegossen. No, der Arme wusste nicht. Er wusste nicht. Ja, er wollte auch dem Unkraut was Ja. Gutes tun. Aber die Weintrauben, richtig gut. Aber letztes Jahr hatten wir schon ein bisschen ein paar Weintrauben. guck mal, aber die waren da so kommen. klein. Ja genau, war auch klein, aber da waren keine großen Weintrauben am Ende. Na, gibt Sorten, die sind klein. Nein, aber danach weiß ich nicht, was damit passiert ist. Also wir hatten auf jeden Fall letztes Jahr keine Weintrauben. Aber guck mal, jetzt ist da oben schon gewachsen. Ja, weil ich glaube, Weintrauben kommen nicht jedes Jahr. Die Mädels helfen hier und rollen hier die Energiekugeln. Und zwar habe ich das nämlich bei jemandem gegessen. Die waren so lecker, diese Energiekugeln. Und ich dachte, das waren so Cake Bites, weil das wie so Kuchen geschmeckt hat. Aber das besteht nur aus Cashew, Mandeln, Zitronensaft und abgeriebene Zitronenschale. Kokos ist da drin, Honig. Und das war's. Und das alles klein gemixt und dann in den Kokosraspeln gewälzt. Und dann müssen wir aber noch in den Kühlschrank, dann werden die ein bisschen fester und schmecken noch besser. Sind richtig lecker, so richtig so sommerliche Energieballs, würde ich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Wie groß war der letzte Wetzel? Heute gibt es Fleischklößchen, die sind aber so mit Gemüse. Das sind so Fleischbällchen, sagen wir mal so. Dann gibt es einmal Reis, das ist jetzt Vollkornreis und einmal Kartoffelpüree, weil manche mögen mit Kartoffelpüree, so wie ich. Und manche wollen aber Reis. Und dann gibt es eine Champignon-Sahnesoße dazu. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und die, oh, die sind so lecker. Der Mund hat. Yum, yum. Yummy. Bananenfrau. Ist noch so ein bisschen links, der ist ein bisschen zu klein geraten im Thermomix. So ein Fitnesssalat mit Kohlrabi, Karotten und so. Ich habe zu viel gemacht und dann zu stark angemacht und naja, egal. Aber das schmeckt sehr lecker. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Mutti hat mit Reis. Oh, sie wollte voll Super lecker. Upsi. No! No! Kipp's einfach raus. Ja, jetzt muss ich es auskippen. Oh.
Wir gehen kein Risiko ein. Solange der Schatten nicht weggenommen ist, werden wir hier die Waffen. Ich wollte gerade den neuen Vlog starten, da ist mir eingefallen, ich habe mich von euch noch gar nicht verabschiedet. Deswegen, ja, war es das für diese Woche. Tut mir wieder mal leid, dass letzte Woche kein Video kam. Es ist doch ein bisschen viel und jetzt bin ich wieder alleine und der Hikmet ist nicht da und ich muss auch seine Aufgaben übernehmen und als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Ja, es ist ein bisschen anstrengend. Ich habe einen neuen Begriff gelernt. Ich bin mental overloaded. Also mental overload. Könnt ihr mal nachschlagen. Aber ich glaube, das bin ich schon seit Jahren. Ja, aber heutzutage gibt es für alles einen Begriff. Naja. Ich mache hier gerade so eine Limo aus den Erdbeeren aus unserem Garten. Oh mein Gott, ich muss pflücken, ich muss loslegen. Das ist dann immer so, wenn es dann anfängt, dass die rot werden, dann geht es hier zack, zack, zack. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit genascht, aber ich werde jetzt ein bisschen mehr ernten und irgendwas noch machen. Mal gucken. Werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Vlog sehen. Da geht es dann nämlich weiter. Wir haben ja jetzt auch in ein paar Tagen unseren Feiertag. Den nehme ich euch auch mit. Den werden wir wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten, weil der Hikmet ja nicht da ist. Mal gucken. Aber wie gesagt, da nehme ich euch mit. Ich hoffe aber, dass der Vlog für diese Woche euch gefallen hat. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns sehr. Ihr könnt hier sehr gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier seht ihr das letzte Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!